Jede Frau kann schwanger werden. Das habe ich auch immer gedacht. Mein Name ist Katja Kunert, ich bin Psychologin bei InstaHelp und ich würde gerne als Betroffene mit euch meine Erfahrungen zum Thema unerfüllter Kinderwunsch teilen, einfach um dieses Thema aus der Tabuzone herauszuholen und um euch zu zeigen, wir sind sehr, sehr viele, die davon betroffen sind und du bist nicht allein. Die unschöne Wahrheit ist, dass auf Frauen auch heute immer noch ein unglaublicher Druck lastet. Als wäre die Gebärmutter einer Frau irgendwie Allgemeingut, über das jeder reden und jeder bestimmen kann und Fragen zu stellen kann, während das bei Männern irgendwie seltener der Fall ist. Und vielen Betroffenen ist, glaube ich, einfach gar nicht klar, was das für ein harter Weg ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie viel man dafür leistet und dass es eben nicht so selbstverständlich und schon gar nicht leicht ist, unter Umständen schwanger zu werden. Mein Mann und ich, wir probieren es jetzt seit 3 Jahren, schwanger zu werden, und dieser Weg ist einfach unglaublich anstrengend. Ich habe da vorher gar nicht drüber nachgedacht, geschweige denn mich überhaupt mit dem weiblichen Zyklus auseinandergesetzt, weil das war ja irgendwie nie notwendig. Und dann fängt man plötzlich an, sich über Hormone, Temperatur und so weiter und so fort zu belesen und zu informieren und versucht ganz viel zu tun und zu leisten, hält sich an alle Vorgaben, die einem gemacht werden, nimmt die Medikamente so, wie man sie nehmen muss, erträgt die Nebenwirkungen, und dann kommt doch der Anruf, dass man nicht schwanger ist. Und ich glaube, vielen ist gar nicht klar, wie weh das eigentlich tut und wie schuldig und beschämt man sich fühlt, weil da einfach so unglaublich viele Fragen dann auftauchen. Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich denn besser machen können? Wo liegt denn der Fehler? Und traurigerweise gibt es darauf ja einfach überhaupt gar keine Antwort, weil es nun einfach so ist, wie es ist. Und das fällt unglaublich schwer zu akzeptieren. Und als wäre dieser Weg nicht schon anstrengend genug, kriegt man auch unglaublich viele Kommentare von außen, ohne dass das Außen sich vielleicht darüber bewusst ist, was es so mit einem macht. Für mich hat es unglaublich in Frage gestellt, wer ich denn als Frau bin. Weil ich habe mich immer als unglaublich weiblich erlebt und dann kann ich keine Kinder bekommen. Ich habe mich unglaublich geschämt und ich habe mich lange Zeit nicht getraut, überhaupt darüber zu sprechen, weil ich mich so geschämt habe. So unglaublich geschämt und schuldig gefühlt. Hilfreich ist es dabei sicherlich auch nicht, dass die Familie oder die Gesellschaft einen mit so unglaublich vielen Kommentaren Druck macht, ohne dass sie das vielleicht absichtlich tun oder ihnen überhaupt bewusst ist, wie viel Druck sie da machen. Du kennst doch Paare, die haben das dann aufgegeben und waren dann zack schwanger. Ja, aber wie gebe ich denn meinen Lebenstraum auf? Und ich versuche doch alles, um entspannt zu sein. Und dann sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, dass ich mich frage, wo liegt denn der Fehler? Was könnte ich denn noch mehr tun? Und irgendwie gibt es darauf auch da nicht so richtig eine Antwort. Und als würde man nicht schon alles probieren, um diesen Wunsch irgendwie in Erfüllung zu bringen. Das ist unglaublich anstrengend. Unglaublich anstrengend. Und diese Auf und Abs sind auch unglaublich belastend. Und da nicht die Hoffnung zu verlieren, nicht den Mut, nicht die Lebensfreude zu verlieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Das kennt ihr sicherlich auch. Ich würde euch gerne eine kleine Übung mitgeben, die mir unglaublich gut hilft, mich ein bisschen abzugrenzen gegen all den Druck und all die unglaublich übergriffigen Kommentare, die manchmal so kommen. Also ich stelle mir immer vor, dass ich wie hinter einer Glasscheibe sitze oder gerne auch in einem Glaskasten. Da ist es schön eingerichtet, da habe ich alle meine Lieblingssachen um mich drumherum, und dann ist da dieser Mensch außerhalb dieser Glasscheibe mit seinen Kommentaren, die er unbedingt ja zu mir bringen will, und er kommt angerannt und sieht die Glasscheibe nicht und knallt dagegen und bleibt dann so richtig mit so einem Quietschegeräusch
an dieser Scheibe kleben und rutscht darunter. Das bringt mich immer wieder zum Lächeln, vor allem wenn man dann auch so den Abdruck des Gesichtes an der Glasscheibe sich vorstellt und noch das Geräusch dazu. Das bringt mich immer ein bisschen zum Lächeln und hilft mir, gar nicht so sehr auf das Inhaltliche einzugehen, was derjenige sagt, sondern da so ein bisschen Abstand zu bekommen. Was ich auch manchmal ganz hilfreich finde, bei so unglaublich unnützen Kommentaren ist einfach so ein Stempel drauf auf die Stirn zu knallen, so von wegen unnütz, Idiot oder das war nicht hilfreich, das einfach so bam auf die Stirn zu stempeln. Das hilft mir manchmal unglaublich gut, da meine innere Grenze einfach ein bisschen zu schützen. Was ich dir gerne noch mit auf den Weg geben würde, rede darüber, sprich mit deinem Umfeld darüber, zeig dich mit all dem, was dazugehört. Ich habe mir auch Unterstützung in diesem Weg gesucht und mir hat es unglaublich geholfen, da wieder meine Leichtigkeit zu finden, wieder ein bisschen Entlastung zu finden.